arrived in this town and we had a Lonely Planet. Auf einem Pferd. Exactly. On a horse. Yeah. Okay. I bought a horse at the... Du hast ein Pferd gekauft? Yes. So this crazy... Alter, Mann, this was crazy... ist das für eine Geschichte? And so I did a bit of research on TripAdvisor and found the worst reviews of Vienna. And so I'm going to put Gabriel in the hot seat. Ja. And he's going to be at the complaint desk for Stadt Wien. Kann man ein Wort Deutsch reden, gar nichts. Komplett unverständlich reden die. Gar nichts. Gar nichts. Grüß Gott, you beautiful people of Vienna. I am Jacob Moss and I am in the studio, in the Wurst studio with my fellow snake milker, Gabriel Schaffler. Hola, buongiorno, esquafrasta. Hallo und herzlich willkommen, liebe TWG-Gang da draußen. Yo, yo, what's poppin', The yo? draußen? I think you're taking on my accent. Give you a couple more months and you're Ich brauch going noch to ein bisschen. you're going to have this horrible Australian accent to your Austrian Alter, German. was hast du mit deinem Snake Milker? Der Jacob hat mir vor ein paar Tagen eine Voice Message geschickt, mit wann wir wieder aufnehmen. Er war einfach wasted. Er war richtig I was not shit-faced, wasted. sagt man, I was glaub not ich. wasted. I had a bit of sprudel Ja. in my blood system. It was running through and it was coming out through my vocal cords and to you in a voice message. I was just telling you how much I care about you. Ja? I Okay. didn't tell you that. Hören wir doch mal kurz rein. No, we're not going to listen to the personal WhatsApp message between me and you. Okay, ja, ich wollte nur foppen. You're going to cut it in later, aren't you? Ja. Look, snake milker, like I was not aware. Like, so I found out that snake milker, it's been my obsession this week, that's an actual job. So that somebody is a snake milker out there in this beautiful, wonderful, wild, weird world that we live in. Ja. And you informed me in that WhatsApp exchange that they milk the poison. I guess, ja. So Glaube I thought that it's kind of like what we do in this podcast. Like I'm milking the poison out of you Oh Gott, Alter. and you're milking the poison out of me. Because, yeah. Oh, weiß ich nicht, ob das klappt. Also ich melke hier gar nichts. Ja? Also für alle, die hier zuhören, ich melke nichts. You've never milked a goat? Doch, ich habe tatsächlich mal eine Kuh gemolken. Ja. Yeah? And what was that like? Frische, warme Milch. And did you drink the milk afterwards? Ja, ja, ja. And did you have this big milk mustache, this Yeah. fatty Yeah. milk mustache after doing it? And you're like, Ja, aber so, nothing like some warm, fresh cow milk. boah, es ist schon sehr ultrafettig und Ja. richtig, es ist schon sehr Special Taste, muss Ja. man sagen. Hast du warme Kuhmilch? No, Noch nie? only a soybean. Okay. You get it? Ist ein bisschen Get it? zu vogue hier. Ich wollte jetzt No, you wieder get it? Kängurumilch You oder can't so. milk a soybean, but they make milk. But they're not allowed to call it milk. Ja, Thank aber- you, EU, standing up for the soybeans' rights. Was ist mit den And the cow Soybean Rights? Well, they can't call you can't call it soy milk anymore. You can't call it Hafermilch anymore. Ah, Now stimmt, Haferdrink und so. it's now it's oat drink. Ja. Ja, aber ich meine, irgendwelche Rechte müssen doch der Milch bleiben. Yeah, genau. Die armen Bauern da draußen. Yeah, especially when the bloody cows are getting their teats pulled on. They deserve extra respect. Ja. The name of milk should be reserved for them. Ja, stell dir mal vor, wie sich die armen Kühe, wie die sich fühlen müssen. Ja. I Die believe werden I den was a cow. ganzen Tag gemolken und geben ihre Muttermilch her. Ja. Für irgendwelche Pisser mit ihrer Melange. Ja. Und dann Some kommt irgendeine wanker. fucking Bohne daher, ja, oder irgend so ein Ja. Getreide und glaubt, sie gehören auch zu Gang der Milch dazu. Yeah, Das wird mich auch dissen. we respect the cows. Mann, Jacob, wie geht's dir? Wie war deine Woche? I'm good, mate. I'm good. The sun is shining outside, and we're down here in our little podcast cave. Ja, finde ich aber, hier ist es ganz kühl und angenehm eigentlich. Das Really? finde ich ganz I'm geil. sweating like a hog. Ja, Alter, es waren jetzt schon die ersten 30er in Wien. Es ist krass. Der Sommer war jetzt schneller da als gedacht. It was already 30? Ja, this ja. week? Really? Mhm. Gestern wurde der erste Trust 30er gemessen. Und es hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich habe vor 3 Tagen noch, hatte ich meine Daunendecke im Bett. Yeah. Und hier dieser Switch kam zu schnell, weil im April war es immer ein bisschen warm, ein bisschen pissig kalt. Mm-hmm.
Und ich dachte mir, ja, passt Daunendecke noch am Start. Und jetzt gestern war ich so bei 29 Grad irgendwie und ich war so, Moment einmal, warum penne ich hier noch in der 20 Zentimeter dicken Decke? But you were still sleeping under it? You weren't kicking it off? Nein, ich hab tatsächlich, gestern habe ich mir den Tag genommen. Es gibt immer den Tag, wo man Winterkleidung austauscht mit der Sommerkleidung. Wow, there's an actual official day for that? Ja, kann should be an official celebration. Nee, es ist quasi der Frühjahrsputz der Kleidung. People should throw all of their bloody winter clothes into the street and burn them all. Na, Mann, das sind ja fucking teure Pelzmäntel. It doesn't matter what you got. You got pelts in your closet. Nein, Alter, nein. Jesus. Aber das ist echt ein Happening und das macht richtig Spaß. Also, oder mir zumindest. Ich drehe mir dann geile Happy Mucke I think you auf. might be alone there, mate. Ich war auch alleine. Und ich werde auch lange allein bleiben. I'm not going to disagree with you on that. Nein, aber es war echt cool, die ganzen Mäntel, Schale und den ganzen Shit um das Bett zu ballern und die ganzen Hemden rauszuholen, aufzubügeln und so viel bunte, schöne Farbe. Wow, you're a very, you maintain yourself. You Auf really jeden look after Fall, yourself. ja, That ja. you iron your shirts. Ja. Gut, Hats off, if I was wearing one, to your mother and father. That they taught you how to iron something. Ja, haben sie. Yeah, Ja, beautiful. ja. But I must say, you look like a different guy, you know? Like last week, you were still all drib and drab in your winter gear. All black, ja. Yeah, all black. And now you're in your summer outfit, which I must say is like a wonderland for my eyes right now. Ach Gott. Like the shirt, it's a gorgeous shirt. Ja. Like, how would you describe it to the listeners? Boah, ich weiß nicht, ob wir da zu deep gehen, aber es ist ein schönes, buntes Pink Panther Hemd mehr oder weniger, ohne Pink Panther und mit irgendwelchen Mustern drauf. Yeah, it's Wurscht, definitely auf what jeden a Fall. Pink Panther would wear. Du machst das gar nicht, diesen Wechsel? Das ist doch schon ein Happening. I would like to do it, but I am just too lazy to get about it at the right time of year, so it will probably be midsummer before I get to it. Gurkel macht das auch für dich, oder was? Bestellst So du ja auch. for those that didn't listen to last week's episode, I admitted to ordering my groceries on Gurkel, and apparently this is a rich person's thing to do, which it Ja. is absolutely not. Da habe ich Feedback gekriegt. Da dachte ich nur, alter Falter, wenn du... Come on, give me the feedback. I can take it. Ja, Mann, das kann sie nicht jeder. Du hast es so auf easy auf easy gesagt, ja, ich bestelle mir mein ganzes Essen bei Gurkel. Ich so, Bro, Mann, das macht niemand. Yeah, but this is like a... Das ist only rich people shit. What? Okay, but you can also order at Penny. You could also order your groceries at Penny or at Hoffer. Weiß ich nicht. I just order from Gurkel because they have a wider variety. Let's not get into to Gurkel too much again, otherwise they're going to have to start sponsoring us. But they have a wide variety of groceries Okay. beyond the normal Billa Spa. Beyond setup. the edge. Anyway, you look sexy in shorts, mate. I'm glad it's Danke, summer Mann. for that very fact. Danke. Ich wollte jetzt aber noch in reinbringen. So, unterm Bett, das ist ja ein eigenes Universum. Alles, was unterm Bett ist, oder? Weil bei mir ich wechsle das dann kommt das wieder unter das Bett, die Daunendecken, bla bla bla. Und unterm Bett, das ist wie so eine eigene Welt, wo so verborgene Schätze sind irgendwie. Weißt du, was ich meine? Zumindest bei mir und ich glaube bei ganz vielen anderen auch. Und You mean in the bed or underneath the bed? Underneath Yeah, I was the going to bed. say, if you've Ja. got things hiding in your bed for several days, then I take back the well-maintained bachelor comment. Na, nur nicht versteuertes Geld halt. Ne? Old, like an old Döner. Das war ein Joke, liebes Finanzamt. Aber weißt du, was ich meine? Also underneath the bed, so der Monsters und Daunendecken und was auch immer, auf jeden Fall habe ich da durchgeschaut irgendwie, wo ich das gemacht habe. Und kennst du das, wenn du was findest und du weißt zu 100%, es gehört nicht dir. Yes. Du hast dir das noch nie gekauft, Yes. du hast es nicht geschenkt gekriegt, aber es ist in deinem Besitz. Und irgendwie fragt dich niemand danach. Yeah. Like when Und, yep. ich war in der Situation und habe wirklich einen richtig nicen North Face Travel Rucksack gefunden. Ne? Und ich weiß, den habe ich mir nicht gekauft. Den hat mir niemand geschenkt. Und ich weiß nicht, wem dieser Rucksack gehört. Und ich weiß nicht, ob es da so ein Gesetz gibt, aber irgendwann gehört es dir, oder? Wie? Definitely. If it's hiding under your bed for Ja, es war schon at Staub least a drauf. month. Und das ist aber, der ist voll in Schuss, ultra nice. Und Was that dust yours? Would you say that the dust is Das auf jeden Fall, created ja. by you? Ja. Then I believe that the rucksack is officially yours. The Rucksack. Yeah, the Backpack, rucksack. Rucksack,
Rucksack, Backpack. Kennst du das? Von Dora? Wurst. Yeah, let's move on. Nein, aber kennst du das? Hattest du schon mal sowas, wo du was gefunden hast und dir nicht sicher warst, soll ich jetzt meine Kontaktliste durchgehen und fragen irgendwie, jo, wem gehört das oder so? Yeah, I'm sure I have, but I can't think of anything off the top of my head. Like if I ever found a board game, I found board games before and I know that I'm not a board gamer. I despise games nights. When somebody says, let's have a games night, I would prefer to go work in a bank for the rest of my life. No offense to the people working in banks that also like games nights. Wirklich, Mann. Yeah. Finde ich ultra. Ich mag Spieleabende gerne. Wurscht. Yeah. So that's definitely something I've found before where I'm like, I don't own this Scrabble board. Where Okay. did it come from? Aber du hast es behalten auch. Yeah, but it wasn't under my bed. Ja, It was gut. in, yeah. Das wäre ein weirder Spot für Scrabble. Das wäre echt ein weirder Spot. Yo, Was? Scrabble, was machst du hier? And then it answers by the letters arranging themselves on the board. Fuck off, I'm sleeping. Shut the fuck up, mate. Shut the fuck up. Oh Gott. Yeah. So, Wie diese alten Geisterspiele, wo du... okay, so the spring clean is happening at Gabriel Schaffler's estate. Yeah. That's good to hear, mate. It's good to hear you're looking after yourself. Look, I've got to draw something to your attention that's been bothering me for several days now. Right? It has to do with you. It has to do with me. And it's something very serious that we should be journaling about. If you do keep a journal. And if you don't, I recommend you start just for this news. So apparently, we have engaged in the crime of spreading fake news. A couple of episodes ago, we had Mr. Nima Yahir in this studio. And we talked about Grelle Ferrelle being taken over by the O Club. Okay, And this was shortly after April Fool's Day. okay. And so I did not get the information from a first-hand source. I did not read a news article about it. I just heard somebody talking about it. And I took it as fact, as you do, Ja. you know. And then I talked about it on a podcast that has thousands of listeners. No, so without fact-checking it. So my point is, it's not being sold to Ja, O Club. okay. Das It ist was so an April witzig. scherz. Das ist, And they got us good. ja, aber das ist so witzig, dass du das ansprichst, weil ich wusste das, dass die das nicht also ich habe das How? mit How? einem DJ-Freund lange diskutiert. Yeah. But So. after the discussion, no? Ja. Und Ja. ich habe zu ihm gesagt, hast du davon gehört, dass die Grelle Forelle verkauft wurde an den O-Club? Und er sagt, na, das ist Bullshit. Dann haben wir auf Instagram beide geschaut und haben gesehen, aha, das haben die am 1. April gepostet. So. Genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, But I didn't see this post. So that's the thing. Like, if I had seen the post and I would have seen down the bottom it's got the All Club Ja. instead of Ö1, then I would have caught on to the fact that it was an April Scherz. ich dachte halt, er ist, Nima ist ein Resident DJ, er wird schon kein Bullshit reden. And he went along with it. He was like, yeah. Yeah. Maybe he I got thought he was in fooled with the- too. But so, auf jeden Fall habe ich das dann mit ihm diskutiert und du bist ja auch so eine kleine Marketingmaus, oder? Kann man sagen. No. MM-Prinzip. No. I'm a journalist deep Ja, deep to my soul. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wir haben dann diskutiert und haben gesagt, ja gut, es ist obviously ein April-Scherz. Und dann sind wir aber schon so deep reingegangen und haben gesagt, gut, offensichtlich mag das die Techno-Crew ja nicht, wenn so ein mehr oder weniger fancy Laden wie der O-Club den alten Techno-Schuppen kauft, wo Grelle Ja. Forelle, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann waren wir schon so deep drinnen und haben gesagt, das wäre doch einer der brillantesten Moves, Marketing-Gags überhaupt, wenn sie am 1. April for real den Kauf posten und der Community sagen, wir haben es gekauft. Alle Ja. denken aber, es ist ein Joke und sie haben es aber official schon gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das wäre doch, wir waren Zoom-Meter schon. Ja. Das wäre auch ein smarter Marketing-Coup gewesen. Yes, it would have been, but that's not what they did. But I still think it's fun, a fun marketing thing. So it came to my attention by one of our lovely listeners out there, Annalena. Thank you, Annalena, for putting us straight. She wrote to us and said, hey, you've really confused the hell out of us. What the hell's going on? You said this and we thought it was April Scherz. So then I did my research. We reached out to Grelle Ferrelle and the old club, and they both said, nah, April Scherz. Ja. Obviously, you idiots.
Ja, And they kept abusing us in several DMs of how idiotic we were. Na, ich nehme das jetzt gar nicht so offensiv. Es ist mir wurscht. Also nicht, aber Leute, ich meine, This is serious shit. Anyway, we're correcting ourselves here. We apologize to all the listeners out there. Das natürlich. who Aber were affected man by muss this auch mal news. was klarstellen. Jo, Leute, wir sind kein fucking Wissenschaftspodcast. Also, What? Wir schauen natürlich, dass wir nie Fake News spreaden. Yeah. Aber hey, wenn es passiert, ich habe bei Wolga und Russland musste ich auch, da war ich auch nicht sicher. Jesus. Ja, okay, dann sind wir einfach auf dem Aprilscherze, Mann. Ich finde Ja, aber du Aprilscherze bist nicht witzig. Why not? Ja, das ist schon so, keine Ahnung, das ist wie an Apple a day keeps the doctor away. Jo, haben wir schon gehört, Alter, weiß ich nicht. Ich dachte halt, wenn ein Resident DJ hier ist, wird der kein Bullshit drehen. Und vor allem, das war ja schon wirklich nicht, das war weit nach 1. April, muss man auch sagen. But maybe Nima made us believe that he was more of an insider than he is. Vielleicht, ja. Maybe. Vielleicht Nima, fragt er if you're seit out 3 there- Jahren den O-Club an, ob er dort Resident DJ sein darf. Nima, if you're out there, we're onto you, mate. We know the whole thing was a sham. Aber tut mir leid, Annalena. No, I think it's great. I think it's good. It's getting us engagement from the listeners. They're writing us messages because maybe we should put more fake news out there about. Das können wir auch machen. Yeah. The Stephansplatz has been sold to. Martin Ho. Ja. Er hat sich's einfach gegönnt. Er hat sich gedacht, fuck it, Martin Ho, ich kaufe mir jetzt den Stephansplatz. He's going to make it a casino. Genau. Ein heiliges Casino. Exactly. It will still be a church, but you can play roulette on the Yeah. altar. It's still a church, but you can get ripped off. Isn't That's the slogan. Isn't that what a church does anyway? Was? Ach Well, so, you ja, have to pay stimmt. church tax in this city. Incredible. Das war war wirklich das erste, was ich mit 18 gemacht habe. Ich habe eine Rechnung von der Kirche gekriegt. Ich habe mich sofort abgemeldet bei dem Verein. Yeah, I feel like this is really nasty. Like somebody told me that actually the church tax is something that's left over from the Hitler days, and he did it to piss people off with the church because the church was obviously an Against, opponent to him. So he wanted to make the church unpopular, so he put a church tax there, and the church was like, "What a great idea! Let's keep that after the Hitler days." And we're still a lot of people are paying church tax today. Ja, man, die Kirche, die braucht keine Gegner eigentlich. Die macht das schon alles selber, das Image runterzufahren. Yeah, that's why Martin Ho bought Stephansplatz. Stephansdom. Not Beides. Stephansplatz. Beides. He bought the Platz as well. He Yeah, got the the 2-for-1 deal. Everything, man. Got a 2-for-1 deal. So anyway, what's our topic this week, Gabriel Schaffler? Wir reden heute tatsächlich über Urlaub machen in Österreich und haben probiert natürlich von euch zu erfragen, geheime Insider-Tipps, jeder von uns streut ja noch ein paar geile Stories raus, oder? Yeah, but I actually wanted to begin with asking you, did your family have like a regular family holiday where they would go on every year? Du, ich habe aus Recherchezwecken natürlich meine Eltern angerufen, um This is not nachzufragen. fake news, no? Nein, wirklich nicht, um nachzufragen, weil ich kann mich nicht an alles mehr erinnern. Und mein Vater hat nur gesagt, was redst du wieder für einen Schatz? Das ist oft so, dass meine Eltern, ich rufe die oft an und frage um Hilfe. Und And your dad just answers that every ja, time? weil es halt oft so Was redest du für ein Schatz? ja, so echt ultra dumme Fragen sind. Also allgemein, ich tendiere immer dazu, eher anzurufen, als vorher nachzuschauen. Oder mal was zu sagen Yeah. und danach irgendwie. Yeah. Ja. Was war die Frage? Entschuldige. What was the dumbest question you've ever asked your parents? Boah, na. Okay, no, family holiday when you were a kid. Go. Ich war sehr oft bei meinen Großeltern, beide aus der Steiermark. Ich habe da wunderschöne Erinnerungen, wirklich schöne Erinnerungen. Ist irgendwo auch im Nachhinein auf jeden Fall ein Privileg, dass die einen großen Garten hatten, irgendwie viel Wald und viele Nachbarskinder. Ich bin da mit vielen Steirern aufgewachsen. Were they good cooks, your grandparents? Ja, extrem gut. Mein Opa war sogar ein Jäger, A Jägermeister. ein Huntersman. Und ja, ich bin auch öfters nicht auf die Jagd, aber halt so auf den Hochsitz. Weißt du, was ein Hochsitz ist? Yeah, these things in the woods. that Ja, you- genau. Und da war mein Bruder und ich oder ich mit ihm alleine oft im Wald, im Hochsitz und so von
8 am Abend bis 11 Uhr in der Nacht irgendwie Rehe schauen mit dem Fernstecher, mit dem Ferngucker. Yeah? Und das war wirklich eigentlich echt das war echt cool. Also und das war halt oft auch Sommerferien einfach, dass wir so zwei Monate dort gedroppt wurden in der Steiermark bei den Großeltern. Ja. War aber immer ein Traum. Also kann ich echt wenig sagen. Ja, nice. Viele schöne Erinnerungen, viel Baden, viel Wandern. Ich liebe Wandern. Also viele diese Outdoor-Aktivitäten. Und ich glaube, was auch irgendwie sehr cool war, dass die vielen Nachbarskinder im selben Alter waren. Oder im ähnlichen Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dadurch warst du nie lost oder alleine. And you always saw them each summer. Ja, der ganze Tag wurde draußen verbracht und es wurde Fußball gespielt, Räuber und Gendarm oder was auch immer, ja. Wow, you had a dream childhood. Ja. Naja, Ja. stimmt nicht, aber es war, ich hatte schöne Kindheit. Wie war Okay. das bei dir? In Australia? Ja. So in terms of family holidays? Ja. We didn't have yearly family holidays. We did do this trip very often to Perth, right? So I'm from Adelaide, and Adelaide is, I think, 3,500 plus kilometers from Perth. Both are in the middle of fucking nowhere, like these cities, right? Perth is actually one of the most isolated cities in the world, and Adelaide's at the asshole of Australia, right in the middle. Anyway, so we'd do that trip every year, and it was along this, a big part of it, like I think 300 kilometers or so, or 200 to 300 kilometers. There's this road called the Nullarbor Road. Nullarbor Road. Yeah, Nullarbor Road, and it's literally just straight for hundreds of kilometers. Like you do not turn at one point at all. Man sieht nur den Horizont. Yeah. Geil. Yeah. Stell ich mir aber cool vor. Yeah, it was really cool. Well, as a kid, it wasn't so cool, but Yeah. now doing it, it's a lot of fun. Yeah, I remember we did it once that it was so hot and the air conditioner broke Oh shit. that we we each time we went on this trip, we used to get to go to Target, which Yeah. is to Target, like in America, we got the Target in Australia, and you'd get this whole bunch of mixed lollies, right? And they'd melted together. Warte, was ist Target? Target is a department store. So- Raststation. Yeah, no, department store. Like, what would be the equivalent Rest here? Station, you mean? No, you clown. Department store is like where you can go get clothes, but you can also get a cool box, or you can get a So wie Chibo. yeah, Ja. something like that, but much bigger. Okay. And they had mixed lollies, mixed Okay. sweets, you know. Mixed Sweets, ja. And we always got this bag of mixed sweets, and because it was so hot, they melted together. So Shit, we were literally eating this big kilo Of Sugar. of mixed sweets, all melted together, and we were like gnawing at it like dogs at a bone. Ja, you were... It was great. Like Ich my hab da einfach brother nur on the other side. diesen Klotz Zucker geleckt. Yeah, Die yeah, ganze Autofahrt. yeah, Oh yeah, God. yeah. It was so hot. But yeah, that was probably the most regular, because we had family in Perth. Ja, aber was habt ihr dort gemacht? Das war jetzt noch kein In Urlaub. Perth. Ja. Yeah, we visited family. We had family in Perth. Okay. Ja, on the aber... coast there. Okay. Then you just hang out on the beach. You go to Time Zone, which was like this game. Ah, das ist This cool. Achso, game ihr habt where you- verschiedene Zeitzonen, auch in Australien. Das Game verstehe ich nicht. Das war die Frage dahinter. Yeah, so like a game hall, you know, like at the Prata, you have these areas where you can play air hockey, or you can play the car games. Ja, aber where was you hat das drive- mit den Zeitzonen zu tun? What? What are you talking about? Du hast gesagt different time zones. No. Na sicher, Oh, Mann. time zones. Yeah, because this was the name of the place. Ach so, ja. You should Idiot. know that. Nein. I thought you were doing your research. After this, Von deiner Kindheit. Ja. after this, after this fake news announcement, I believe you should have done some research. So, erstens, der DJ von dort hat Fake News gespreadet. Wir haben nur, okay, Org wusste ich nicht gesagt. Und zweitens, hört sich eh cool an, Mann. Aber es war viel Autofahrt, lange Autofahrten einfach immer, oder was? Yeah, but I love road trips. Ich auch, ich liebe Roadtrips. Wir sind auch immer, das war schon cool. Und Winterurlaub haben wir auch oft gemacht, eigentlich. Skifahren, Yeah. ja, ist auf jeden Fall, jedes Jahr eigentlich. Nur, das ist ja jetzt schon echt ein bürgerlicher Sport geworden. Es ist fucking teuer geworden. Yeah, it's very expensive because there's less and less Snow. good snow Ja. piste or whatever. Also you call it. ich würde echt, also das kann sich ja fast keiner mehr leisten, muss man sagen. Yeah.
Ich finde es auch irgendwie arg, dass so eine, unter Anführungszeichen, riesige Skination das so verkommen lässt, dass das immer teurer wird. Also natürlich ist es Geld, Business ist schon klar, aber irgendwo wird es ja dann schon peinlich, wenn sich nur noch ein gewisser Prozentsatz des Landes diesen Sport überhaupt leisten kann. Yeah. Well, it will continue to get more expensive the less snow there is. Ja, auf jeden Fall. Aber bleiben wir im Sommerurlaub, würde ich sagen. I think it's a bit more joyous. So, tell me, what is the ultimate holiday that you've made in Austria? Ich habe mal mit einer Ex-Freundin, haben wir Must have been a great holiday. Doch, der war wunderschön, wirklich. Also der Urlaub war wunderschön und wirklich keine schönen Grüße an dieser Stelle gehen raus. So where did you go, for God's sake? Österreich, Mann. Es war wirklich mein erster... Yeah, you went to wirklicher- Austria. Ja, es war wirklich The whole country. Ja, es What war do you echt... Nein, nicht der Whole, aber es war wirklich ein wunderschöner Roadtrip durchs Land und das habe ich zum ersten Mal irgendwie gemacht und wir haben echt viele spannende Plätze besucht. Gut, Ja. und der most famous one ist wahrscheinlich hier Grüner See oder so. Yeah. Wir in der Steiermark waren wir viel, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg auch. Ich war zum ersten Mal in Hallstatt. Okay. Weißt du, das ist, was ist Hallstatt? Yeah. Das ist halt fucking überlaufen. Yeah. Aber muss man echt sagen, wunderschön. Yeah. Muss man echt sagen, Hallstatt ist Yeah, it's a pretty postcard. wirklich, ist krass. Arg, wirklich, ist extrem arg. Ich habe da eine lustige Geschichte von einem Salzburger gehört tatsächlich. Und zwar, dort ist irgendjemand Millionär geworden, weil dort fahren ja die Touristenbusse Schlangen, kilometerlang nach Hallstatt, kamen Okay. dort die Touristen ab, ja. Ja. Und irgendein schlauer Dude hat so ein paar, also der dachte halt, okay, wie kann man damit Geld verdienen? Und hat einfach Dixie-Klos bei der Raststation hingestellt, vor der Stadt, weil der wusste, okay, da bleiben alle Busse stehen und die Touristen kommen raus. Wow. Und der hat, ich glaube, 2 Euro pro Pissen verlangt. Ja, 2 Euro. 2 Euro pro Pissen. Man, Die oh Touristen mussten natürlich nach den langen Fahrten alle dringend aufs Klo. Ja, und wollten vielleicht nicht den Bus pissen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Millionär geworden. Wow. Das Well, habe ich gehört, könnte eine Urban Legend sein. Could be Fake News, aber ist eine coole Geschichte. I'm gonna fact check the hell Ja. out of that. But 2 euros for a piss is very expensive. Ja, oder? Yeah, you've got to really need to go if you're going Ja. to spend 2 euros Aber on it. Dixie-Klos allgemein ultra dirty, Mann. But imagine if that's how you became rich. Ist doch geil, aus Scheiße Gold machen. Yeah, Es gibt doch auch die Story von you diesem... can literally say that. Ja, aber es gibt doch auch so einen Künstler, einen Amerikaner, der als erster Mensch in eine Dose gekackt hat, dann wieder zugeschweißt, was auch immer. And then? Ja, und das hat er als Kunstprojekt verkauft für, ich glaube, 30.000 US-Dollar. What, did he brand it? Did he put like a label on it? Ich weiß es nicht, keine Can Ahnung. of caca? Can of Kaka Kaka Can? Kaka Can, ja. It sounds like some Andy Warhol shit right there. Ja, aber wenn du der Erste bist in so einem Shit, es gab ja auch diese Bananenschale, die angetaped wurde. What? Als Kunstprojekt. Echt? Ja, einfach eine Bananenschale an eine Wand getaped, paar 100.000, glaube ich. Wow. Ist wurscht. We should start making art like that. You want Sollten to wir shit in the wirklich can machen. or stick the banana on I'm the the wall? banana gemein. Or at the same time? You do both. Oh Gott, who's the guy who shits in the can? Yeah, Gehen but wir it's weg all von- about attitude, no? Like that is all about attitude. That Mann, they wenn pulled du that off. das gut verkaufst, kannst du da echt irgendwie, keine Ja. Ahnung, was du Ja. so... Ja, wurscht. Podcast Playtime. Oh yeah, jetzt 5 Sterne geben. So Hallstatt. Hallstatt, ja. Yeah, but the thing about Hallstatt is, like you said, it's overrun with tourists, Ja. and it's a very small place. Warst du dort schon? Like, yeah. So you can only spend really half a day there to enjoy it. Ja, My fix. favorite part of Hallstatt was driving out of Hallstatt and going across the lake Mhm. to a place that was on the lake and looking towards Hallstatt. I Ja. can't remember the name of the place, but it's not hard to find. And it was just this place that was cooking up steckelfish and stuff. It was Ah. fantastic. We sat there with a beer, looked at Hallstatt, looked at the suckers climbing all over that little town. Herrlich. Yeah, I'm really allergic to places that are teeming or full of tourists. Ich weiß, was du meinst. That's why I live in Vienna. Nobody comes here. Und, die Touristen sind ja wieder big, Mann.
Yeah, I Wieder know. viele da. And you can see that this year, this is the first year since the pandemic that they're really coming back in the buses. Ja. I really thought something might change after the pandemic, but I don't know why I believed that. For some reason, yeah. I would have been insane during the pandemic. But I came to this conclusion that tourism would be different after the pandemic, but it's pretty much the same. Yeah. Things have jumped back into Glaubst du? the same place. Yeah, for sure. Well, you see the same group tourism happening. You see cruise ships all over the Danube again. Ja, gut, ja. Flights, cheap flights. People are flying to bloody Madrid for €9. Nothing's changed. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das sind individuelle Entscheidungen, die man treffen muss. Yeah. Und umso mehr diese Menschen dieses kollektive Verständnis bekommen, Yeah. dass das vielleicht anders auch smarter ist oder besser. Yeah, I'm not cynical about it. I'm a traveler myself. Like I'm obviously not the cleanest. Ja, aber du könntest dann auch sagen, Roadtrip alleine im Auto ist natürlich auch Shit für die Welt. Yeah, but better than a flight. Ja, That's why this van life, this is a big thing at the moment in Austria. And dieses Vanlife ist ja, aber das trendet ja auch gerade ultra. Jeder baut sich gefühlt auf Instagram in seinen Stories gerade einen Van um. yeah, and they're building their own van, like they're cutting out all the stuff in the back of the van and building their own beds and stuff in there. Ja, aber das finde That's ich a big nice. Ich finde es nice. Ich habe es auch schon öfters gemacht. Es gab ja Fragen, die wir in die Community gestellt haben, oder? We did. Should we go straight to them, Gabriel? Ja, keine Ahnung, können wir machen. Kinder, kommt rein ins Haus jetzt, hört auf zum Spülen. Die neuen Fragen sind da. Und ihr wisst ja, am Montag wird immer diskutiert. Okay, first question is in. The poll results have been finalized. It's all about an Austrian kind of holiday. The question was, which is better, lying on a beach or Yeah. climbing, hiking, biking? Climbing, hiking, biking. Go Tigers. What? Okay, fuck it. Die Leute, die wissen. Also wir haben wieder die Instagram-Community gefragt über 1 Million Menschen. Schwierig. Ich finde, das ist schon eine ultra schwierige Frage. Weil es ist beides geil. Es ist so ein Mutding. Well, let's begin with what you think the audience answered. Okay, the Like audience answered Austrian- definitely beach. Und ich sag 63 zu dem Rest. Nah, it was a bit higher. Echt? 40-60. Wirklich? Yeah, lying on a beach. Ja. One clear. Da war ich urknapp. 40% was hiking, climbing, biking. They're an active people, the people of Austria. Ja. They like to do things in there when the sun is out. Ja, ist halt auch nicht so lang da. Du merkst ja gerade, die Straßen sind ja, da wudelt's ja nur herum, Alter. Yeah. Ja, ich glaube, das liegt auf jeden Fall daran. Wir haben halt auch kein Meer. Ja. Also es gibt kein Meer und dann flüchten natürlich alles auch was Nices. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, bei diesem Österreich-Roadtrip war ich auch irgendwie total. Österreich ist fucking schön, Mann. Es ist Ja. wirklich extrem schön, die Countryside, und man kommt nicht immer raus aus Wien. Yeah. Oder halt nur so, weiß ich nicht, zu seinen Spots. Und es ist schon ein Land der Seen, muss man sagen. Es gibt so viele nice Seen, die man noch, glaube ich, noch nicht entdeckt hat, was auch nice ist. Ja. Das Einzige, es ist fucking teuer. Österreich ist schon teuer. Fällt mir auch auf als Tourist im eigenen You Land. feel? Ja, finde ich schon. When you're traveling around. Ja, auf You jeden turn Fall. in terms of accommodation or in terms of food and Ja, kommt and drauf stuff? an. Ich meine, ich bin eher so ich bin allgemein lieber ein Airbnb-Typ, ja. Ich kaufe mir dann selber mein Frühstück. Hotels war ich noch nie so. Wenn, gehe ich vielleicht eher in eine Jugendherberge oder so eine Bed and Breakfast-Geschichte. Yeah. Ja, keine Ahnung. Wie siehst du das? Bist du mehr Hotel 5 Stars Guy? No. You mean how do I see the question or how do I see the hotels? Weiß ich jetzt nicht. Ja, beides, keine Ahnung. I find it very frustrating in summer how many people are on the beach when I go on a beach holiday from here. So going down to Italy or Croatia or wherever else is easily accessible from here. I can't stand the crowds. So that the fact that you're lying your towel down next to somebody and they're like 5 centimeters away from you, this to me kind of gets on my nerves.
So I'm not a big fan of the beach holiday in summer in Europe. But I do enjoy lying on the beach. Ja, ich würde auch für Strand abstimmen auf jeden Fall, weil ich halt einfach auf die Berge auch so unterm Jahr mehr oder weniger kann und weil es mehr speziell ist. Aber oft ist es dann irgendwie geil, wenn du irgendwie schon öfters wo irgendwie, wir haben ja da in Kroatien jetzt einen Spot irgendwie oder wo halt Freunde ein Haus haben. Die wissen dann irgendwie, oder wenn du dir irgendwo einen Spot suchst, ja, wo weniger sind oder nur Einheimische. Das ist ja oft das Ding. Wenn Einheimische dort baden gehen, dann weißt du, okay, das ist ein bisschen laid back. Yeah. Weißt du? Yeah. Und das ist dann schon ultra nice, finde ich. And so another of the questions, I'm going to go straight to that because I think it's relating to this. Warte, ich wollte dich noch kurz was fragen. Yeah. Machst du immer, wenn du so jetzt wegfährst, 7 Tage oder 10 Tage? What, for the holiday? Ja. Ich finde, das ist nämlich ein big thing, Mann. Yeah. 7 days versus 10 days. I wouldn't say I have one or the other. Ah, echt? No. Because I'm very flexible with my work, so I can work from abroad as well, you know. Ja, du bist ein geiler Dude, das wissen wir eh alle. 3. Woche in Folge im Urlaub, muss man dazu sagen, ja. Jacob ist eigentlich nur weg. Er kommt er echt nur noch hierher, um Podcast aufzunehmen. Und dann You gotta sagt get man out there, you gotta see the world. ja, und dann sagt er immer, mate, sorry, next week I'm on vacation again. Sorry, bro. Ja. But they're little city trips, just little ones, you know. Just tiny little ones. Like next week I'm going to Bucharest. Last week you Great went city. Last week you were in Munich. Last week I was in Munich. The week before I was in Valencia. But Bucharest is a great city if you want to escape. In summer it's stinking hot. But if you combine Bucharest with like flying into Bucharest and then you hire a car and you drive down to the beach in Romania, Ja. beautiful. Parties on that beach is down there. Vama Veke. Check it out. Crazy shit. It's really like wild parties on the beach. Ultra nice. Ja. In Rumänien gibt es allgemein fette Festivals, richtig gute Partys. Yeah, Da unten. Romanians like to party. Ja, das weiß ich. Okay, also du bist beide. Also wenn ich Urlaub mache, dann probiere ich immer 10 Tage. But why? Why? Ja, weil ich finde, du brauchst ein paar Tage, um in diesen Urlaub reinzukommen. Um Wien, deinen Heimatort, irgendwie die Arbeit zurückzulassen, dass du es mal vergisst, dass du mal erst zum Chillen kommst. Ja? Weißt du, was ich meine? Yeah, Wenn ich jetzt wegfliege, höre ich die ganze Zeit, dass der Jacob, wir brauchen mehr Jingles, mach Jingles, du Idiot. Du weißt, was ich meine, ja. Du brauchst I einfach ein only bisschen... sent you that voice message like 3 Saturdays in a row. Yeah. Right? It wasn't Besser I als stopped. Gabriel, did you know there's snake milkers out there? Man, I'm never sending you any private WhatsApp messages again. Ich spiele sie ja eh nicht ab, keine Sorge. Auf jeden Fall, du brauchst einfach, finde ich, ein paar Tage, um reinzukommen. Und 7 Tage sind immer zu kurz. Die sind immer zu kurz, Jacob. Ja. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ja, 7 Tage, perfekt, Mann. Perfekt. But why 7? It's so random. Ich habe zwar 5 Tage gebraucht, um überhaupt mal anzukommen. Und nach 2 Tagen war ich wieder bereit, nach Hause zu fahren. Das sagt niemand, weißt du? Yeah, but nobody says it after 10 days. You think that extra 3 days, you're Ja, like das sind nämlich coming diese into, 3 Tage, you're finding die your du... zen after Ja, 10 Mann, diese days? 3 Tage, die packst du nochmal, die 3 Tage, die du rein brauchst, ja, die nimmst du dir und packst sie nochmal hinten drauf. And then you got a Und clean damit hast 7 du deine days. clean 7 Days Vacation. Ja. Und du zahlst dann nicht viel mehr dafür, weißt du, was ich meine? Du zahlst dann nicht viel mehr Geld dafür, wenn du 3 Tage länger bleibst. Yeah. Ja. But why don't you stay longer? Why not 12 days? Weil ich nicht wie du eine Company-Owner bin und nicht so viel Cash habe. Yeah. Yeah, but 12 days, it doesn't cost much more than 10 Ja, days. nein, Mann, ich habe sowieso mir sagen Freunde immer, dass ich mehr Urlaub machen sollte. Ich bin gerne in Wien und oft vergesse ich es irgendwie. Früher habe ich viele Roadtrips gemacht, ich bin echt schon viel um die Welt gekommen, aber im Moment bin ich echt seit 2 Jahren, war ich eigentlich nirgendwo, außer in Kroatien manchmal. Yeah. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube, am besten ist es wirklich, buch einfach, just do it, Mann, wirklich. Buchen und dann hast du das gebucht und dann musst du deine Zeit drumherum bauen. Weißt du, was ich meine? It was very inspiring. I'm going to go do it right now. I'm not going to do it right now. Yeah, but staying in Vienna over the summer holidays is actually one of the best because we asked the audience, what's your insider tips of places, what kind of holidays you should do that are easily accessible from Austria. Mhm. And I actually think the best insider tip is
stay in Vienna over the summer holidays, and then get the hell out of here in September or October. Mhm. Because Vienna is an awesome summer city. But we're going to come back to that after, because I've got a little surprise for you after, Gabriel. I wanted to move on to the next question we asked our audience. Ja, Lake or sea? Which one? Lake. 100%. Also, meiner Meinung, Ja. ich für mich Lake und die Audience hat sicher sie gesagt. Und Ja. ich sag, aber das ist knapper, ich sag 55% sie. No. Mehr. 65% sea, 35% lake. Okay. Yeah. I am a big fan of the sea, of course. I was born out of the sea. I emerged from the sea. Ist deine Stadt gleich am Meer? Yeah, every city in Australia except the ones very small ones in the desert are on the coast. Ah, wirklich? Yeah. Okay. Ah, echt? Sind alle Städte... Yeah, in because most of Australia is uninhabitable. Like the center of Australia Ja, is pretty much just one big desert. echt? Das wusste ich auch nicht. Yeah. Yeah. Anyway, but I was actually really scared of swimming in lakes when I first came to Austria because I didn't grow up. I didn't know them. I felt like, what's in the water? Like, I felt like this. And then you had this seagrass, or what do you call it? What is this, like seaweed tickling your feet, or like you put your feet down on the floor and there's mud or stones or this seaweed stuff, algae. That's the word I'm looking for, algae. Algae. I was really, and lakes are very cold. Like, they're not like the sea where they can like be a bit warmer. Alter, sorry, dass ich unterbreche, Alter, das ist so witzig. Ich habe nämlich wirklich 1:1 genau das Gegenteil. Ich Ja. habe ultra Angst vom Meer. Yeah. Ich fühle mich da extrem unwohl. Ich habe viel zu früh den weißen Hai gesehen. Yeah. Ich kriege mehr, ich kann nicht weit rausschreiben, kriege ich einen Schlag in mein Ja, Herz, ja. kriege ich die Ganselhaut, wirklich. Ja. Da kriege ich so Angst, Yeah. weil das ist Big Sea, man, Open Sea. Da scheiße ich mich an, wirklich. Yeah. Und yeah. wieder Leute so weit nach draußen schwimmen können, boah, da kriege ich die Angst. Ja, und ja. Im See, also auf Deutsch See, Lake, denke ich mir halt, jo, so schlimm wird da nichts, da wird maximal ein großer Wels drin sein. So, ja. Yeah, but I'm the complete opposite. I feel at home in the ocean or in the sea. Like, I'll have a wave break on my face and I'll have the biggest smile on my face because I'm used to it. This is what I grew up with, right? Mhm. But then I grew very fond of lakes, and I love visiting lakes in Austria throughout summer. I love trying them out. Me and Carla and the kids love, well, I don't know if the kids love it, but we drag them around. Me and Carla love trying out new lakes, and there's a lot of good ones near Vienna as well, like the Traunsee. I think there's one that's not far away from Vienna, which is a good one. And like, I'm a big fan of this place, this hotel, insider tip right now, coming at ya. It's called Villa Verdin. Mhm. And it's like this old mansion on what lake is it on? Millstätter See. Okay. It's gorgeous, and they make amazing food in the kitchen there at nighttime, and it's just this mansion or old mansion that's been made into a hotel on the lake. And I even saw this famous German comedian there once. I don't know who he was, but anyway, Okay. the point is, beautiful spot, and I really enjoy lakes now. Ja? Yeah. I've grown fond of the lake. Bist du Coaching. mit dem Geschmack, bist du mit dem Geschmack des Süßwassers in Yeah. Berührung gekommen? Yeah, and I like the fresh, cold water that you jump into. Ich finde das viel geiler. Ich mag auch nicht, wenn ich bin dann so bickert, wenn ich raus dem Meer komme. Und dann ist überall Sand. Und obwohl ich liebe das Meer, ich liebe es eigentlich am Strand zu sein, ich liebe Beachvolleyball-Ding, shit, dann renne ich kurz rein, mach kurz Planschi, Pritschi und dann gehe ich wieder. Ja. I've got a picture of you looking like David Hasselhoff running on the beach right now, going from your beach volleyball. Aber du kennst es ja, dieses wenn er rausrennt, David Ja, ja, Hasselhoff. ja. Ich habe das Gefühl, nur Menschen, die von Ländern kommen, die kein Meer haben, machen das. Ich glaube, das macht niemand, der einfach mit Meer aufwächst. Okay, next one. Road trip or fly me away in a plane? Which one do you think the audience went for? Ich hoffe Roadtrip. Ich bin auch Roadtrip und ich sag Roadtrip
51%. Knappe Kiste. It was Kanapakista, whatever the hell that means. 56% went for road trip, 44% went for plane. Nice, Take me away sehr in a gut. plane. Ich glaube, das hat die Pandemie auch geändert. Kein Shit. Ich glaube, Roadtrip hätte vor 2 Jahren nicht gewonnen. But what is it about a road trip that you love? It's a long distance. It's a large amount of time where you're doing nothing but Ja. looking at the road. Are you the driver on a road trip? Auch. Also ich bin mit 19 für 2 Monate alleine nach Neuseeland geflogen. Mm-hmm. Ja, ich hab den Führerschein gerade erst gemacht. Dort musste ich auf der anderen Straßenseite. Ich kannte dort niemanden. Das war für mich best experience, man, in my life. Yeah. Das klingt jetzt wieder so, weil es alle machen. Aber ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, weil es einfach, man wird es ist so ein bisschen erwachsen werden. Man wird mit sehr vielen Dingen konfrontiert, die du vorher nicht hattest. Ja. Du musst dir deinen ganzen Scheiß selber checken. Und ich bin auch ein Ultra Lord of the Rings Fan. Deswegen war das für mich klar, ich muss nach Hobbiton. Yeah. Und das war auch wunderschön. Yeah. Ich habe die ganzen Herr der Ringe-Spots besucht. Das Coole dabei ist, ich war auch auf Island, Roadtrip mit einem Freund. Ich habe, Oh, that's cool. ja, But that's an ultra cool. expensive place, Island. No? Ja, wir haben es aber wirklich auf Budget gemacht. Da ist mir Okay. lustigerweise der kleine Zehen abgefroren Mm-hmm. und ich musste für 3 Monate danach so eine Vitaminkur machen, damit ich den wieder zum Leben erwecke. Die nennen das im Krankenhaus oder bei Ärzten Salami-Schneidtechnik oder sowas. Das What? heißt, wenn ein Finger oder ein Zehen abgebrochen ist, Yeah. schneiden die so schichtweise Stückchen für Ja. Stückchen deinen Finger ab oder den Zehen ab, wie so Salamischeibchen, Yeah. bis wieder Nerven kommen, bis du wieder was spürst. So they're like they do in Billa. Was? So like they do in Billa with this big meat slicer machine. Genau. You do it with your ja, finger. Ja. Nur es ist dann halt ein Zecherl. Ja. Und da hatte ich richtig Angst, Mann. Der war abgefroren, weil wir haben 2 Wochen und es war Winter dort. Nicht purer Winter, so What, kurz did you vorm sleep Winter. outside? It was it that much of a budget holiday? Nein, Mann, aber wir haben zu zweit in einem Vierer-Golf geschlafen. Also in Aha. einem wirklich kleinen Wagen. Und es war In a Experience. Golf. In einem Golf, That's ja. hardcore. Ja, aber ja, es war irgendwie jung und dumm. Wir haben uns immer vorm Schlafengehen haben wir uns angesoffen, damit wir einfach leichter einschlafen. Klimaanlage vom Auto, Vollgas, noch schön ins Gas getreten am Stand, damit die Batterie nicht abstirbt. Ja, es war völliger Wahnsinn. Aber das sind schon Erfahrungen, die einen prägen. Yeah, yeah. Nice. Und bei dir Roadtrip oder Sie? Definitely road trip. I'm a big fan of road trip. Like I said, I grew up in a country where road trips mean you're driving for several days to get anywhere. So like around the corner means another thing in Australia. So road trips all the way. Like Yeah. I love getting behind, like that day where you are driving out of the city, you get the city's behind you, you put music in, or you're listening to a podcast. To Or you get- our podcast, but music is the best on road trips. Yeah. Or like listening to podcasts. I really love sitting there with somebody, whoever I'm driving on this road trip with, and like listening to a podcast and discussing it as you listen to it. You know, this is such a intimate, nice conversation because it feels like you're in the room with the podcast, Ja. and then you've got these. You're extending the conversation of the podcast. It's really Das nice. ist cool, ja. It's really nice. Especially if it's like one of these podcasts that talk about, I don't know, relationships or, I don't know, learning something, whatever. Ja, You know, ja. Not podcasts like ours. Na. This podcast is not made for road trips. Na, das stimmt nicht, Mann. Wir sind Eskapismus pur. Was wollte ich sagen? Okay, ja, aber Australien ist doch perfekt für Roadtrips, Mann. Yeah. And you can wild camp all over Australia. Ist das erlaubt, oder was? Yeah. So you've got wild camping allowed, and they've also got this kind of thing in between where they have this app now where you, and I think they definitely have it in Europe as well, where it tells you where you can wild camp. So in Europe, you can also, like, it's not really wild camping because you can sleep on farmers' fields, for example. A farmer will say, okay, you can sleep there for the night. And But you have to pay. you probably have to pay, but something like €5 or something. Ja, $5. It's nothing, $5. You throw a €5 note at them and Ja, sleep on their cow, and wink him. their cow shit. Oh
littered. Das field. haben wir auch in Neuseeland gemacht. Wir waren da auf so einer Farm, haben wir gepennt und die hatten im Hostel Yeah. kein Platz mehr und dann haben wir unsere Zelte auf der Ziegenweide aufgemacht. Yeah. Wirklich, in der Nacht sind die Ziegen um unsere Zelte gegangen, haben so angeknabbert und hingeschissen. Es war ultra witzig. Ja, war echt... Oh Gott, ich werde gerade urnostalgisch, Mann. Ja, ja. Urmelancholisch. War echt eine gute... Yeah, when I was in Argentina, I slept in a farmer's field, Ja. and I woke up and there were bones all around me. And it turned out it's exactly where they were slaughtering the cows. Bullshit. So there were Mann. bones everywhere. Yeah, Boah, Alter, krass. yeah. It's like where, and I woke up to this gaucho, who just not far away, a couple of meters away, and he was skinning a cow. It was bloody horrible. Okay, krass, Mann. But I've also worked like I love hiking. I'm a big fan of hiking. Ja. So Austria is a good country for that. Das stimmt, da haben wir auch richtig viele gemacht. Aber war da irgendwas, hast du da eine arge Geschichte vom Roadtrip, wo du sagen würdest, das hat dich echt bewegt oder verändert oder irgendwie... For example, before coming to Vienna, I traveled overland from Australia to Europe, Yeah. which took a year and a half. So there's plenty of road trip stories in there, like a motorbike through Vietnam on this shitty Honda motorbike and that sort of stuff. But those trips changed me, definitely. Like Yeah. travel changes you. Travel reminds you of how small you are. Das stimmt auf jeden Fall. Boah, wir werden jetzt auch schon so ein Hashtag Vanlife-Podcast machen. Ja. Pfui. Ich habe auch eine richtig arge Geschichte, aber ich muss noch kurz sagen, Australien wird mich nie reizen, weil ich habe da das Gefühl, das sind einfach 100 Lebewesen, die dich alle töten können. Von klein bis groß. Ja. Ja, Krokodile, weiße Haie, Rochen, Seemaschinen, It makes you appreciate life more, you know? Snakes, Spiders, alles man kann dich dort umbringen. Und Neuseeland, ein bisschen weiter weg, 2 Stunden weiter fliegen, dort ist nichts. Und du kannst dort Skifahren und schwimmen und alles nur coole Orcas und Wale und so. Yeah. New Zealand is like Australia, but like an upgrade. Ja, It's like a wirklich. first class Australia. Es ist wirklich so. Und die Ja. sind Sheepfuckers heißen die ja dort, gell? Aber ja, weil dort... Yeah, because there's so many sheep in New Zealand, so they're called sheep fuckers. Ja. Because the legend says that when they run out of people to fuck, they fuck the sheep. Auf jeden Fall, wir waren dort, ich probiere jetzt die Geschichte schnell zu erzählen, aber die hat echt einen bleibenden Eindruck in mir hinterlassen. Wir waren auf einem Roadtrip, ja, normal hatten wir immer gezeltet und wir waren auf einem Roadhouse, das war so eine kleine Tankstelle und wir haben dort schon geparkt, wollten unsere Zelte aufbauen, sind aber zuerst ins Pub daneben gegangen und wollten was trinken, ja. Dann hat es plötzlich am Himmel extrem hart gedonnert und geblitzt und es hat einfach Tsunami-mäßig, hat es da runtergewaschelt, das kannst du gar nicht vorstellen. Also wirklich, es war klar, wir können da jetzt nicht unser Zelt aufbauen und vor allem nicht da schlafen. Ja. Egal ob planen oder nicht. Es war einfach Wind und Wetter zu arg so. Yeah. Dann sind wir wieder rein und waren da halt zu vier junge Europäer irgendwie. Keine Ahnung, haben was sie jetzt machen. Und dann ist so ein älterer Typ und er hat ziemlich shady ausgeschaut. So ein Roadworker mit so einer Warnweste, also so Baustellen, also so ein Straßenarbeiter mehr oder weniger an Baustellen, ist zu uns gekommen und hat gesagt, yo, seid ihr da draußen, die mit dem, so, also die Poor Bastards mit dem Zelt? Und wir waren so, ja, fuck, voll, wir haben keine Ahnung, was wir jetzt machen irgendwie. Und dann hat er gesagt, klingt jetzt komisch, aber meine Kinder sind vor ein paar Monaten ausgezogen und das Kinderzimmer ist noch frei und ich und meine Frau laden euch herzlich an, bei uns zu schlafen über die Nacht. Und wir haben uns dann so angeschaut und waren so, also urlieb und wir waren dann so, ja fuck it, it's part of the experience, I guess, weißt du? Yeah. Und dann sind wir dem nachgefahren und im Auto haben wir dann schon so diskutiert, oh Gott, machen wir das Richtige, es ist der Anfang von einem Horrorfilm, was? Also es war so ursketchy ein bisschen, ja, weil wir waren halt so, das wird in Europa niemals passieren, Mann. In Wien, Mann, da wird niemand zu dir kommen und sagen, oh, du arme kleine Maus, weißt du? Der wird dich anschreien, dass deine scheiß nassen Zelte da noch nicht aufgebaut sind. So wär's eher, ja. Und wir sind dem hingefahren und es war dann wirklich so, wie es war. Es war ein Riesenhaus. Es hat sich herausgestellt, dass er der Besitzer von dieser Roadworker Company war. Yeah. Riesengarten mit Kühen und es war wie eine Villa dort und es war halt einfach ein Kinderzimmer, wo die Kinder ausgezogen sind. And the bed were like
little Na, beds? so klein nicht. Doch, es war so Thomas die Lokomotive. Thomas, No, das war really? ganz witzig, ja. Oh, that's funny. Das war aber sketchy eigentlich, weil wir dachten, okay, wann Ja. sind die They ausgezogen? just die wanted to Kinder? relive their Ich children glaub being schon. at home. So they would come in at nighttime and stroke you on the cheek. Ah, hör auf, Mann, mach mir nicht die schöne Geschichte kaputt, du Wichser. Wow, auf jeden Fall, es war, was ich aber noch sagen, wir haben uns dann hingesetzt und die Karte von Neuseeland da aufgemacht, wo coole Spots sind in der Gegend. Auf jeden Fall, 2 von uns haben aber noch so ein kleines Feidel, ein Messer mitgenommen unter die Decke, Ja, so ja. für alle Fälle, weil sie Ja. Angst hatten. Ich Ja. war einer davon. Yeah. I had that once as well, like this little pocket knife Ja. that I was holding. So I've traveled a lot. Like I've had traveled through South America and through Asia and all around Australia. So the road trip in Australia definitely changed me. Like being out in the middle of Australia and there's nothing around you and you're parked there in a van, because I did van life in Australia, and the horizon is just endless and you see the sun go down and there's no birds. It's like a birdless silence. Like this really changed me, this kind of road trip. But the story I was going to tell you was in Kyrgyzstan, and Kyrgyzstan is where I feel like every traveler that does a lot of traveling where it's off the beaten path, you have this moment where you lose your invincibility. So you lose your virginity in a way, you know what I mean? Like and in Kyrgyzstan it happened because me and this other fellow traveler I was going through with on a horse in Kyrgyzstan. Was? Yeah, it's a longer story, but I let's know. not go there. So Auf we einem- no joke. Anyway, we arrived in this town and it was dusk, right? It was getting dark. We arrived in this town and we had a lonely planet. Auf einem Pferd. Exactly. On a horse, yeah. Okay. I bought a horse at the... Du hast ein Pferd gekauft? Yes. So this crazy... Alter, Mann, this was crazy ist das für eine Geschichte? So this crazy... I'll begin there, but then I'm going to fast forward to the story in this small town in Kyrgyzstan. So in Kashgar is a market, so in China, right? Just near the border of Kyrgyzstan. And I met this crazy Swede there, and this Swede convinced me that he's going to go through Kyrgyzstan on a horse. And so somehow on a night where we drank a lot of alcohol, he convinced me that I'm going to buy a horse too at this market, this famous market in Kashgar, because it's the beginning of the Silk Road, Okay. right? Org, Mann. And so he convinces me to buy this horse as well. And we both buy a horse for $300. And we are riding through. It was the funniest moment when we rode over the border from China to Kyrgyzstan, because obviously it's like the Chinese aren't joking around at their borders, you know. Yeah. So they looked at us two foreigners on two horses. They thought, what are these guys doing? So they had our passports, like they took our passports for a long period of time. So like they asked us to get off the horses, and I was already like really shaky on the horse already because I'd never ridden a horse before. Was? Wollte ich das gerade? Kannst du Never reiten? read a Du hast horse dir einfach ein Horse. No, he showed so the Swedish dude showed me how to, do the basics, right? Ja, aber das kann man nicht ja, das ist ja... And also they had this guy that led us to the person that sold us the horse. He was like, "You're gonna need help getting to know this horse." My horse's name was Torkashka, and he was like, "You're gonna have to help, because you're gonna have to learn the language of the horse." And I was like, "What do you mean? I'm not gonna be able to speak." Wasted as fuck, what do you mean, bro? No, I'm not gonna be able to speak Chinese or Mandarin in a couple of Horsish. Horsish, exactly. But he meant like how you tell the horse to stop and stuff, like, because to the horse to tell it to slow down or to speed up, you would say different things to it, you know? So it wasn't like whoa in the westerns or something. It was more like like something like this, right? So anyway, me and Torkashka and this Swedish dude are on the border. Anyway, they looked at our passports, and anyway, we went through Kyrgyzstan, arrived in this town, and it was dusk, right? It was getting dark, and we had a Lonely Planet book, as you did back then. It wasn't that long ago, but now these are pretty much
useless because you use the internet. But anyway, in Kyrgyzstan was the only place I wanted to use a Lonely Planet because it's not very well traveled, right? So it had this hotel in there that it recommended, and it was saying something like it was $4 a night. And I didn't have much money left at this stage because I was working as a journalist, but the internet connection in Central Asia and China was not great because we were always on the road. I was always on the road. Anyway, so I didn't have much money left, and I'm like, beautiful $4 hotel, let's do that. And so we arrive at this hotel, and there's chains on the door. And it says, like, even the H was missing from hotel, so it said hotel. Oh, fuck, right? man, horror story. And we, like, kind of like, okay, well, it's closed down. But then this woman comes running up and says, no, you want to stay? Like, as in broken English. And we're like, well, yeah, we were going to. It was in the book. She's like, okay, I'll let you in and I'll show you around. And so she takes us in, and this hotel had obviously not been stayed in very often. Like, it wasn't a well frequented hotel, because when we went into the room, there was like literally a lamp lying on the bed, like as in, and there was dust everywhere, and she flipped the mattress to make it seem like it was a bit more inviting. And anyway, we went out for dinner after. We decided, we're going to stay. It looks dodgy, but where else are we going to find a place in this town? So we went down to have dinner, and we're talking to each other, and we're like, we're for sure going to die here tonight. Like, we had a feeling that there was really something dodgy going on. Was habt ihr mit den Pferden gemacht? Einfach an die Pferde. No, they take care of it. They're used to it because it's a nomadic country, you know, like Kyrgyzstan. Yeah, so they have somebody that will take care of the horses overnight. Okay. And so anyway, we go back to the hotel room, and we have this one candle lit because the electricity didn't work. And it was a plumsklaw out the back in the garden, right? So it was really a dodgy thing. So our plan was, let's stay here for a couple of hours and leave as soon as daybreak. And anyway, we start to, like, we're reading our books in the hotel room, and we're looking down out the window, and there seems to be a lot of people looking up at our hotel room window, right? And then all of a sudden we start hearing really strange sounds in the hotel. Like, it was starting to fill up. It was like, it was completely empty. Oh, fuck, man, ich scheiß mich jetzt schon an. Yeah, it was completely empty when we arrived. And now it's this bustling hotel where people are moving through the hallways and stuff like this. And at some point, I'm literally falling asleep, and I've got because of all these weird sounds, I've got the pocket knife, right? Holding onto my thing on my chest, on your lying in bed on my beating chest. I was falling asleep though, but then I heard at the door somebody trying to get into, fuck, Alter, ich hasse so einen Scheiß, Mann. Ich hasse so rattling at the doorknob, right? Yeah. And so I literally jump up. I fly up, and my book flies across the room and slams against the wall. And I can see under the door that there's a flashlight. Alter Mann! And like, you can see footsteps. And I've got this, like, I've standing there with a pocket knife, just waiting at the door. And I'm like, what am I going to do if this person goes through this door and they want to kill us or rob us or whatever? Because Kyrgyzstan is not necessarily the safest place in the world. But anyway, because the book slams against the door, the flashlight goes off. And then you hear footsteps going away. And so the rest of the night we didn't sleep. We obviously stayed up. We took watch, you know, and then left in the morning. But that's where I felt like, because I always felt invincible in the way that no harm would ever come to me. Because I'm this stupid Australian that, you know, has traveled a lot and nothing as bad has ever happened to me, you know. But this was when I lost my virginity. Alter. That was a long story. Ja, aber krasse Story, Alter. Yeah. Alter, da hätte ich mich angeschissen. Yeah, but I think this is important for us that like to travel to have an experience like that, to remind you that you're not. Aber meine war so lebensbejahend, an die Menschen glauben und deine nicht. Aber das sieht man mal wieder. But I also had this in traveling South America. People would take you in. Aber ich meine, damit sieht man einfach immer aufpassen, und am besten ist echt das oft einfach wirklich aufs Bauchgefühl achten. Und wenn dein Bauch sagt,
but also Wenn like dein Bauch sagt, fuck, ich bin broke, $4 hört sich gut an, dann mach's vielleicht nicht. Dann verkauf dein Pferd, Chikashka. Dann verkauf lieber Chikashka. Torkashka. No, but the thing is, even going against your Bauchgefühl is a good thing in a situation where you weigh up how much of a good experience can this bring me, and how much could it really be dangerous for me. Like weighing those two things up is very important because, for example, I did a fair bit of hitchhiking through South America, and I had a Bauchgefühl that was telling me every time I got into a truck, a car with somebody or whatever, don't do it. Like, don't get into that car. But every time I did, I ended up with a really rewarding experience where the people were like just so kind. Like one moment, I was hitchhiking with this other girl, and we were going through, and we slept in the guy's truck at night, and he went into his family, and the next day we had a big Parisia barbecue with them, you know, and they looked after us because it was also, it happens that I couldn't get any money out of my bank card. So it turned out to be a really special experience, you know. So I think you have to risk sometimes. Sometimes auf jeden Fall. Boah, Mann, mach mal eine Pause. Die Geschichte hat mich wirklich jetzt catch me. Okay. Ich hasse After diese the Horror-Stories, Mann. Geschichte, I want to talk about Vienna as a... Oh, the last one I wanted to talk about. Aber wir hatten noch Fragen, gell? But but the last one is because I think people will relate to this one. On a road trip, do you do old-timer or Landzeit? Ja, Oldtimer, 100%. Ich bin Ja? ein Oldtimer. Es geht um die Raststation in Österreich, Landzeit oder Oldtimer. Wir waren immer Oldtimer. Ja. Boah, da habe ich auch eine gute Geschichte. Wir sind immer in die Steiermark auf der A2 gefahren von Wien und irgendwo bei Sankt irgendwo, da gibt es alle 90er-Kinder zumindest wissen das. Da gibt es eine Oldtimer-Raststation, die ein Kinderparadies hat. Da gab es eine Rutsche vom Restaurant. Das war neben so einem riesigen Eimer von Vanillesauce. Wow. Gab es eine Rutsche, einfach ein Loch in einer Wand, wo du, ein dunkles Loch, wo du dich, wenn du dich hineingetraut hast, bist du da so, ich weiß nicht, 2 Minuten irgendwie runtergerutscht, links, rechts, schnell, hoch, runter. Ja. Und dann war da unten, bist du angekommen, das war ein Kinderparadies, wirklich. Das war so geil für jedes Kind dort. Das weißt du, so Bellenbecken und Schaukeln und Rutschen und Karusselle und es war ultra nice. Raststation. Ja, das war wirklich bekannt. Das war, ich weiß gar nicht mehr, ob es das gibt, aber es war auf jeden Fall, wir haben es dort geliebt. Wir sind dort teilweise 3 Stunden geblieben. Wow. Ja, weil das war, sorry. How about buffet-wise? Which one delivers the biggest buffet or the best buffet? Ich kann mich nicht an Landzeit gerade. Ich bin Oldtimer, All the way. Ja. Du? Okay. I have no opinion on this. I just know that this is an Austrian thing. Ja, das that stimmt. you know this from road trips, that it's either Altheimer or Landzeit. Ja, Altzeit. Yeah? Landzeit. Yeah. Ja. But I'm always amazed on why these places have such big buffets of food and people sit down and have big meals when they're going to go sit on their ass in a car for several hours afterwards, which is not really good for your digestion and stuff, or driving, you know, and staying away. Es gibt viele Dinge, die Menschen machen und sie sind nicht smart, du. Also da. Und wir haben die Leute abgestimmt, das würde ich gerne, ich sag Oldtimer gewinnt. Yeah, just 1 second. No, it was Landzeit. Echt? 64% Landzeit, 36% Oldtimer. Okay. Haben wir alle Fragen, die wir gestellt haben, fertig? The only one we didn't do was Vienna as a holiday destination for summer, as in staycays. Is Vienna good for staycays? Is it great as a staycay or is it not great? Was ist Staycase? Staycation. Achso, zum Bleiben, ja. Ja. Staycation, boah, Alter, das ist wieder so eine Worterfindung, ne? Ja. Staycation. This is going to relate to what we're going to do after the break. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt noch. Ich sage No, Vienna. no. Nicht? Which one do you think? Staycation Vienna. Yeah, so 63% said it's a great summer city. Ja. And 37% said it's not. Ja, es ist auch eine geile. Ich mag Wien, I love Wien. Auf Ja. jeden Fall, liebe Leute, wir gehen jetzt kurz in die Pause. Nach dieser Gruselgeschichte muss ich mich echt kurz erholen, ey. Kein Scheiß. Ich hasse Horrorgeschichten. Ich schaue das It's nicht not a gern. Horrorgeschichte. Doch, Mann, du hast das auch urspannend erzählt. Wenn ich da jetzt noch irgendwie eine düstere Sound drunter lege, Alter, Mann, dann scheißen sich die Leute an. Die hören uns nicht mehr zu. Obwohl, auf jeden Fall, wir machen hier True Crime.
All right, so we're back from the break, and what an interesting break it was. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe TWG-Gang. So we were in the break. We tend to go outside and we have a chat about what's coming up. So there, me and Gabriel were having a chat, swigging on our beers. Boah, ich bin noch immer ein bisschen, nach deiner Geschichte war ich schon so und jetzt das, Mann. Krass. Having a chick on the street. And good old Jimmy, who we didn't know until this moment, but we're very happy to know now. Good old Dr. Jimmy. Dr. Jimmy, Shoutouts gehen raus. Also, wir stehen auf der Straße, trinken ein Bier, Genau. quatschen gerade, was in den nächsten Folgen passiert, weil es kommen richtig dicke Dinge auf uns zu, liebe Leute da draußen. Dicke Dinge. Auf jeden Fall kommt irgendein random Dude vorbei, bleibt neben uns stehen und ich dachte, was so im Augenwinkel, was macht der Dude gerade? Ja. Dann steckt er mir ein Kopfhörer ins Ohr und ich höre meine Stimme. But he did it so stylish and so casual as well. Yeah. Like he's a cool looking dude, Dr. Jimmy. Dr. Jimmy, Mann. And he just Geile Locken. slipped the little air, what do you call it? Ja, AirPod. Er hat mir einfach sein AirPod ins Ohrwaschel gesteckt. Ja. Er hat mir sein AirPod ins Ohrwaschel gesteckt und ich höre meine Stimme. You heard Jimmy? Und ich höre Meine Stimme. Jimmy? Ich höre meinen Jimmy, wie ich gerade über in der Folge. Krass. Yeah, Ja, er thanks, hat Jimmy. Thanks, Jimmy. Er hat einfach gerade unseren Podcast It's great to gehört meet you. und hat uns geschimpft. Er ist wohl der Freund von Annalena, die uns, Mann, das Ja. ist Ultra Inception gerade, die uns vorhin geschimpft hat, dass wir hier Fake News spreaden mit dem Grell Forelle. Yeah, I even asked Gabriel, because the situation was so bizarre, I even asked Gabriel, what, was this some kind of fucking setup that you like been planning all week? That you're going to have some random dude walk up? Das wäre auch richtig harter Setup gewesen. Anyway, Aber krass, Alter. so segueing from Jimmy to Vienna as a summer city, so Mach mal People- den Übergang, Bruder. I think I did it as smooth as Jimmy put that AirPod into your ear. I Yeah. think I did it as smooth as that. Du sagst immer Segway, das verstehe ich nicht. Was heißt das? Segway is like a transition. Okay. A transition. Ich denke immer with an a ein mission. Segway, an diesen Scooter. Yeah, you would, man. Und ich denke immer, warum Segways Segwayen don't wir da exist grad? anymore. They're gone, Ja, weil mate. das ist auch Bullshit. There's Was war das für eine E-Scooters dumme now. Zeiterscheinung auch? Segways, Alter. Viel zu dick, viel zu schier ausschauend. Scooters sind schon cool. Okay. You feel very strongly about segways. Moving on. So, I've got a little surprise for Gabriel now. We're gonna have some fun. Ja. Right, because Vienna as a summer city, the people of Vienna have said, or the people of Austria have said, it's a great summer city. But there are many people online that would disagree Okay. quite a little bit. So what I decided to do was go and do a bit of research. And you know what happens when I do a bit of research, Ja. all right? We go down a rabbit hole. Wir waren da wirklich tief schon drin. Yeah. And so I did a bit of research on TripAdvisor and found the worst reviews of Vienna. And so I'm going to put Gabriel in the hot seat, and Ja. he's going to be at the complaint desk for Stadt Wien. So I'm going to read out these TripAdvisor reviews of Vienna, Ja. and you're going to reply as if you're writing back to them and trying to make things, up to them as the Ein Stadt Rollenspiel. Wien. Okay? Okay, ich bin die Stadt Wien und beantworte quasi No, die you're not the schlechten Stadt Reviews. Wien, man. You'll never be that big. I'm sorry. You're going to be bigger, right? But you're at the complaints desk for Stadt Wien. So the Okay. Vienna Tourist Board, they're writing to all these people on TripAdvisor and saying, hey, this Aber ist es ein Hotel oder ist das wirklich für die Stadt Wien irgendwie? it's for the Stadt Wien and also some hotels. Okay, und ich bin quasi der jetzt hier auf Lieb. Okay, passt. Yeah, yeah. And so you've got to kind of bullshit our way out of it, you know? Like you got to make excuses. Mhm. All right. So here's Gabriel at the complaints desk for Stadt Wien. So first review. Vienna looks and smells like a dirty ashtray. Go, Gabriel. How would you respond? And please say it as if you're writing back to them. Ja. Wie ist der Name? There is no name. Just Okay. make up some name. Vielen herzlichen Dank, Dr. Jimmy.
Don't bring Dr. Jimmy into Okay, this. sorry. He's one of our favorite people right Sorry, now. Jim Boy. Vielen herzlichen Dank, Smoker1320. Leider müssen wir darauf hinweisen, dass in Österreich 40% der Bevölkerung rauchen und wir leider nicht ihrer Meinung nach entsprechen. Denn hier raucht jeder. Das ist ein Lebensgefühl und wir würden Sie sehr gerne auf eine Zigarette einladen in der Hotellobby und dann können wir das nochmal ganz gern besprechen. Und zwar tief besprechen. With a cigarette. With a cigarette. You can chat it out over a cigarette and melange. Da kann ich jetzt noch nicht so abliefern. Gib mir noch Okay, was. I'm going to give you another one. You're just warming up. Give yourself a break, all right? I would give you 5 TripAdvisor stars out of... Ich mag das Spiel. Hau her, Mann. Ich 10. muss jetzt Okay, next servieren. one. Don't go there. I was pickpocketed by gypsies, not PC, by the way, on my 3rd day there. And the staff at my hotel showed no sympathy. It's got the name of the hotel there, but I'm not going to say who it was. I went to the police, and the cop I dealt with couldn't care less. His pen ran out of ink at one point, and he cursed and slammed the pen against the counter, which sounds like the Wien Polizei, Das stimmt. which caused it to hit me in the head. The pen hit him in the head. I realized later that he would not actually look into my theft. He was just pushing paper. When I got home, I wrote a letter to the Austrian government. They still haven't responded. Was ist das für ein Duschbeck, Mann? This is a real review on Vienna. I'm not making this shit up. Somebody actually wrote a letter or an email. I don't know if they wrote a letter. It would be even funnier if they wrote a physical paper Ich stelle mir letter. gerade vor, wirklich mit so einer Füllfeder. Dear Austrian government, one of your police employees threw a pen at my head. Also man muss natürlich jetzt mal sagen, ein herzliches Entschuldigung für die ganze Stadt Wait. Wien. Is this your Ja, response? also man muss natürlich Okay. ein herzliches So let's get into it though, because we're Ja. going to play some music over it. Okay. Okay, ready? Sehr geehrter Herr Gast, vom ganzen Hotel und der Stadt Wien spreche ich hier ein riesengroßes Entschuldigung aus. Es darf natürlich nicht sein, dass egal welche Menschen, egal welcher Herkunft, ihre wirklich wertvollen Portemonnaies, Wertsachen oder sonstigen Gegenstände klauen. Dass Polizisten die Tinte ausgeht. Also das ist ja natürlich, das darf nicht passieren. Das ist eigentlich ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ja, muss man auf jeden Fall so ganz klar ansprechen. Also wenn die Tinte ausgeht, vor allem beim Polizisten, ja, weil das ist natürlich, das sind die Keypoints. Ein Polizist und Tinte, das ist verbunden wie Kuh und Scheiße. Ja. Das geht sich einfach nicht aus. Da müssen wir natürlich nochmal recherchieren in der Polizeidirektion LPD Vienna, welcher Herbert oder Klaus die Tinte ausgegangen ist. Der wird natürlich sofort suspendiert. Ich darf Sie nur recht herzlich wieder einladen, in die Stadt zu kommen. Ich hoffe, wir können dieses Mal uns von einer besseren Seite zeigen. Und vielleicht, wer weiß, wird Ihnen das nächste Mal nichts geklaut. By a pen? Aber was wir natürlich immer unseren Gästen in Wien empfehlen, sind selber ihre eigenen Stifte mitzunehmen, ja, damit, falls solche Fälle auftauchen, ja, damit man einfach selber sagt, I've got a pen. Und dann können wir natürlich die Anzeige auch weiter ausführen, dass wir jetzt in der Bundesrepublik Österreich ihre wirklich zutiefst schlimmen Erfahrungen nicht gleich beantworten konnten. Es liegt natürlich daran, dass wir hier, wie soll ich sagen, in einem Wiener Walzertanz die Partner der Regierung wechseln und jeden Tag gefühlt ist eine neue Spitze an der Macht. Und da kann es einfach mal passieren, dass man so eine wirklich wichtige Beschwerde nicht beantwortet. Es tut uns leid. Yeah. Es tut uns leid. Yeah, there's nobody there to actually answer your letter these days. Aber da war ich schon besser dran jetzt. Yeah. Or maybe it landed in spam, you know? Stell dir vor, 3 Stunden Arbeit hier. Er hat das noch durch zig verschiedene Rechtschreibprogramme gejagt, seinen Scheißtext. Und dann ist es einfach im Spam. And it was a physical letter, but it landed in spam.
Wouldn't that have been great? What did they do before email, you know? They never had the excuse of spam. Wie war der Spam eigentlich damals? War das so irgendwie, die Brieftaube ist gestorben am Weg hin? Ja, das war Spam. I guess it went in the bin. It got lost in the mail, no? That's an expression. Next one. Incredibly dull and boring vibe. I have been interrailing throughout Europe, and Vienna was on the list after Slovenia. Awesome place, Slovenia. Vienna is a truly ugly place. Au. The architecture is meh. Oh. The food is bad, and the people are hostile. The city is the most boring place we've visited so far. Don't recommend it. Rubbish. I love how this guy just summarizes centuries of architecture as meh. Wirklich, also war jahrhundertelang das Zentrum von Europa, Wien. Ja? Und dann kriegt die Architektur ein Meh. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. You're very polite for an Austrian complaints officer, I must say. Warum? Du wolltest doch, dass ich hier Helpdesk... Ich kann ja auch als Wiener antworten. Yeah, soll sich please. gleich schleichen, der Pisser. The next one I want Brauchen you to wir nicht. answer Nächster Tourist. like a Nein, true Viennese complaint officer, okay? So this one was on a hotel. If I was there for one more night, I may have committed suicide. It was more of a derelict. I'm going to put accents into it now. Let's say this guy was British. It was more of a derelict building than hostel, honestly. With broken air conditioning, leaking ceilings, and unhygienic toilets. This place has very little going for it. The kitchen facilities are a microwave and a kettle. Oh, I forgot the fridge. Though not something I'd recommend using unless you've somehow developed an immunity to E. coli. Upon arrival at the hostel's reception, we were disappointed to discover our bedroom was around the corner. Is this a British accent? Du machst das super, Mann. Das ist richtig Following a map to our bedroom, we quickly discovered that we were to be staying in a renovated nightclub. Why is that a negative thing? It seems that its turnaround from hostel to nightclub could have only taken a matter of hours. Unlocking the door to the building actually unlocked the door to ours and many other bedrooms. Delay to the hostel meant that you had to awkwardly travel to the facilities through other people's bedrooms. We are informed we had to make our own beds. We would have to strip them in the morning or pay a small fee. Vienna was a one-night stop on my interrailing trip, which was far less enjoyable thanks to... Okay, the name of the hostel, which I won't mention. We voiced a complaint in the morning. Shut up. We voiced a complaint in the morning, and the response we received, don't care. I'd highly recommend spending a little more money and not having to enjoy the atrocity. Okay. Jetzt such einmal zu, du Arsch. Du kannst ja gleich schleichen, wenn du da nicht hin willst. Oh Gott. Oh shit, I got another one. You're gonna love the next one. Keep going. Ich glaube dran, du kannst ja gleich schleichen, wenn dir das nicht passt. Ich mein, wo sind wir da? Du glaubst, du kommst da jetzt nach Wien, bist ein bisschen am Sparen mit deinem Hotel. Ich glaub, na. Wenn du in ein Hostel gehst, dann bist du selber schuld. Ganz einfach. Dann nimmst du ein bisschen mehr Marie in die Hand, ja, und gehst ins Hotel Sacher. Dann schaut es ein bisschen besser aus. Und wenn du dich dann nochmal beschwerst, dann kannst du dich gleich auf den Zug schmeißen und weiterfahren. Hier dreht sich keiner um die um. Vierte Gott, Arschloch. I think it was Hotel Sacher. All right, I got another one Safe from the and sound. hotel, and then I'll give you one more. Because you're warming up. You're really warming up to it. And I like this Viennese take. Terrible rooms. Avoid. Na, Irishman bitte wieder. A terrible... Let me try. Yeah, okay, I'll do the Irishman again. Du kannst aber auch richtig sound like- australisch machen. I sound like Paul McCartney. Ja, wirklich. Avoid. I don't usually complain whenever I stayed in a budget hotels, as I know what to expect for the price we paid. However, this hotel is just so exceptional. Whoever had thought or had designed the rooms must be burnt alive. This is a real review. How can you put the bathroom just across from the bed?
So when you are traveling with friends, you expect them to see you while taking showers. Horrible. I'm not yet ready to show myself even to my closest friends. If they've designed this hotel for those nasty Europeans who love to flaunt their bodies to everyone without self-respect, then they should stop advertising this hotel to the world. The toilet has not locked. There's no lock on it at all, which is separate from the bathroom. And if someone makes a poo... Who writes this in a review? The smell is just in the room as the door has a huge gap between the floor. I'm sorry, mate. If you've got such stinky poos, then this hotel is not your problem. Ja. I love Vienna, but this hotel is just a plain disaster. I wouldn't recommend it and wouldn't stay there even for free. So, jetzt erhaltst du einmal die Goschen. Ja? Wenn du geschambert bist, um da irgendwie ein gescheites Hotel auszusuchen, wenn du noch einmal so einen Scheißdreck sagst, dann gibt's ein Fotzen, dass der 15 Tag der Schäler war, wenn du mich verstehst. Ich meine, was soll denn der Scheißdreck, ha? Du glaubst, du kommst da jetzt her nach Wien, bist ein bisschen geschmastig da und machst noch einen Scheiß da, okay? Dann nimmst du ein bisschen mehr Geld in die Hand und kaufst da was Gescheites. Ich meine, da in ein Hostel gehen mit 20 anderen Leuten, da irgendwie auf Happy Baby Pyjama Party machen, wo sind wir? Ich glaube, ich tram. Ich meine, na. Dann kannst du wieder auf deine scheiß Insel da oben fahren und wieder auf britisch machen und mit der Frau Queen auf einen Café gehen. Das interessiert uns nichts. Kannst du schleichen. Oh, man. You should definitely go the Viennese route when you're replying. Okay, I'm going to give you one more. All animals were nearly dead. It was a waste of money and time. Most of the animals looked dead, hardly moving. The only animal that was moving was the hippo. And who wants to see a hippo? We totally regret going there. Lions, wolves, pandas, koalas, all of them dead. And sick. And hardly moving or hiding somewhere that you can't even see them. We just saw empty cages. Well, mate, I feel like somebody should put you in one of those empty cages. Anyway. Das war sehr witzig, Mann. Gute Überraschung. Yeah, you liked it? I liked it. I bring more for you. Ich werde mal auch was für dich bringen, das ist gut. Oh, hello. Ja. We bring something for everybody. If anybody out there has suggestions on what kind of surprises or challenges or segments that they'd like to hear in this podcast, please do send them this way. You become part of the TVG gang officially if you do so. That's right, Hannis da draußen. Und wer hier schon mal kurz geschmunzelt hat oder sich dachte, ist schon witzig, gib 5 Sterne, Bro. Gib 5 Sterne. 5 Sterne. So, Leute, ich habe ja heute schon angeteasert, Jacob hat eine wunderschöne Sprachnachricht gekriegt, eine kleine Geschichte. Heute scheint irgendwie Storytelling-Time zu sein. Wir waren auf jeden Fall, würde ich sagen, gut dabei im Urlaubsvibe. Jacob und ich haben uns ein bisschen in unseren alten Roadtrip-Geschichten verloren. Aber das finde ich eigentlich ganz geil, finde ich schön. Wir könnten da mal eine Lagerfeuer-Session machen, so ein Scheiß. I don't know if we can get a Lagerfeuer in here. Ich habe nämlich auch eine kleine Überraschung. Bevor wir jetzt euch mit dieser wunderschönen Voice-Message in den Tag entlassen, ja, habe ich auch was für uns. Ich wusste nämlich, dass du es nicht machen wirst. Ich habe bereits eine The Wurst Playlist erstellt auf Spotify. What? Es sind alle Lieder drin, die wir mit Nima in der letzten Folge schon reingegeben haben und ich will, dass das jetzt eine Tradition wird. Ich will, dass wir eine geile Playlist haben oder auch nicht, The Worst Playlist, was auch immer, wo einfach so ein bisschen einfach Lieder drin sind, die wir jetzt in der Woche hören. Welches Lied hast du denn diese Woche am meisten gehört? Do you have a song? And it would be John, I can never pronounce his name properly, Frisiante, Before the Beginning. Okay, warum? Ist geil? Yeah, listen to it. It's amazing, this song. It will take you off to places that you haven't visited before. Okay, nice. Yeah, it's one of these like really slow. It's just a guitar and du bist doch im Irish. Just a guitar. It's just a guitar, and he's playing it, and he's playing music with it, and he's playing music with a guitar, and it sounds lovely.
Du wolltest jetzt einmal die Goschen, mein If Freund. something I would, don't talk to me like that. I would. Ich leg dir gleich auf, dass der 15 Tag der Schädel wagelt. Hast du mich verstanden? Und jetzt komm her, mein Lieber. Mein Song, meine lieben Freunde, ist Coco Jumbo. Oh, that is the worst playlist. Ja, Mann. And here Aber I- das ist cool, dass wir das. Coco Jumbo, ja, Mann. Das hat für mich die Woche, habe ich nur gehört, das leitet für mich den Sommer ein. So you really listen to this song in your real life on the street? Ja, Mann, ich habe das hierher, wo ich heute hierher 5 Mal hintereinander What, gehört. when you're having a shower or something, blaring through the house? Ja, alles, Mann. Your alles. poor housemate. Das auf jeden Fall. Liebe Leute, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt stabil, seid lieb zueinander, dreht keinen Schaß. Jacob macht den Deckel dieses Mal drauf. Danach hört ihr die Voice Message. Ich sag nur Tschüss, Baba, auf Wiedersehen, Bussi, Baba. So do subscribe, do give us 5 stars, do share it with somebody, this podcast that you think might be interested. Even if they're not interested, just send it their way anyway to piss them off, you know? And so to give you a bit of context of this voice message before I play it, so everybody knew in our Vienna Würstelstand community that we're talking about an Austrian kind of summer holiday today, and this person decided to send us in a voice message that has a story or a little observation of their time at Austrian Bauernhof hotels. No matter how bad you've got it, according to the Viennese, they've got it worse. So I love going to Urlaub auf dem Bauernhof. There's only one thing that bothers me a lot, and it's those damn creaky floorboards in these old houses. Because at night, you just can't get to the toilet for a wank without waking everybody up. For a I wank. hate it. Pussy. Baba.